Smart Broker oder Trade Republic? Welches Depot ist besser? Wir zeigen dir die Vorteile und Nachteile der beiden Broker. Du erfährst alles über die kostenlosen Sparpläne, die verfügbaren Börsen, die Handelsgebühren sowie die handelbaren Wertpapiere und andere Investitionsmöglichkeiten. Am Ende sagen wir dir, ob das Trade Republic oder das Smart Broker Depot das bessere für dich ist. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Beide Broker gehören zu den beliebtesten Brokern Deutschlands und bieten den Wertpapierhandel zu 1 Euro bzw. 0 Euro Handelsgebühren. Aber welcher ist besser? Legen wir los! Trade Republic und Smart Broker im Vergleich. Beide Broker bieten dir ein Depot mit ausgezeichneten Konditionen. Im Detail unterscheiden sie sich teilweise aber so stark, dass es Sinn machen kann, sie ergänzend zu verwenden. Links zu beiden Anbietern findest du, wie immer, unter dem Video. Depotgebühren. Bei Trade Republic werden keine Depot- oder Kontoführungsgebühren berechnet. Auch bei Smart Broker fallen weder Depotführungsgebühren noch Kontoführungsgebühren an. Verwarntgeld. Bei Trade Republic wird kein Verwarntgeld, auch Negativzins genannt, berechnet. Bei Smart Broker können Negativzinsen in Höhe von 0,5% per annum anfallen, und zwar dann, wenn der Betrag auf dem Verrechnungskonto mehr als 15% des Wertes deines Wertpapierbestandes beträgt. Bei einem Bestand von Wertpapieren im Wert von 10.000 Euro liegt dein Freibetrag also bei 1.500 Euro Cashbestand. Der Negativzins wird nur berechnet auf den Betrag, der über den 15% liegt, und nur wenn der durchschnittliche Cashbestand über 3 Monate darüber lag und nach Geldeingang eine Investitionsfrist von 3 Monaten verstrichen ist. Du kannst das Verwarntgeld also relativ leicht vermeiden. Die Handelsplätze. Bei Trade Republic handelst du Aktien und ETFs immer über die L&S Exchange der Börse Hamburg. Es gibt keine Mindestorderhöhe. Bei Smart Broker hast du deutlich mehr Auswahl bei den Handelsplätzen und damit auch bei den Wertpapieren. Um zu den günstigsten Gebühren zu handeln, wählst du am besten Getex, den elektronischen Handelsplatz der Börse München, oder wie bei Trade Republic die L&S Exchange. Bei Smart Broker kannst du aber auch alle anderen deutschen Börsenplätze nutzen. Handelst du mit selteneren internationalen Aktien, stehen dir außerdem eine Vielzahl an Auslandsbörsen zur Auswahl. Folgende ausländische Handelsplätze bietet dir Smart Broker: in Australien die Sydney Stock Exchange, in Kanada die TSE und die TSX, sowie in den USA die New York Stock Exchange, die New York Stock Exchange Amex, die Nasdaq, Pink Sheet und das OTC Bulletin Board. Außerdem kannst du an den Börsen in Belgien, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Japan, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur und Spanien handeln. Beim Handel mit Wertpapieren gibt es bei Smart Broker eine Mindestordergröße von 500 Euro, wenn du kostenlos über Getex oder für 1 Euro Gebühr über die L&S Exchange handeln möchtest. Du kannst auch geringere Orders platzieren, dann werden pauschal 4 Euro fällig. Handelskosten. Beim Handel über Trade Republic fällt für jeden Trade mit Aktien oder ETFs über die Lang- und Schwarz-Exchange eine Gebühr von nur 1 Euro an. Dabei gibt es keine Mindestorderhöhe. Derivate wie Optionsscheine oder Zertifikate kannst du bei Trade Republic im Direkthandel über HSBC, Citi sowie Société Générale für 1 Euro handeln. Auch bei den Kryptowährungen wird eine Gebühr von 1 Euro berechnet. Welche du handeln kannst und ob das Investment direkt erfolgt, erfährst du gleich. Sparplanausführungen bei Trade Republic sind kostenlos. Mit Smart Broker ist der Aktien- und ETF-Handel sogar für 0 Euro je Trade über Getex möglich. Außerdem kannst du ebenfalls für 1 Euro über Lang- und Schwarz-Exchange handeln. Hier gilt allerdings jeweils ein Mindestordervolumen von 500 Euro. Liegst du darunter oder handelst du an einem der anderen deutschen Börsenplätze, wird eine Gebühr von im Vergleich mit anderen Brokern günstigen 4 Euro berechnet. Beim Handel an den ausländischen Börsen fallen unterschiedlich hohe Gebühren an. Für Derivate wie Optionsscheine stehen die Angebote von Morgan Stanley, Vontobel, HSBC und UBS ohne Ordergebühren im Direkthandel zur Verfügung. Weitere Anbieter wie BNP Paribas, Goldman Sachs, ING oder JP Morgan kannst du gegen eine Gebühr von nur 4 Euro handeln. 280 ETF-Sparpläne kannst du kostenlos besparen und 351 weitere für 0,2%, aber mindestens 80 Cent je Ausführung. Hinsichtlich des Spreads nehmen sich beide Anbieter nicht viel. Am besten handelst du, wegen dem Referenzkurs, ohnehin immer zu den Öffnungszeiten der Xetra. Welche Wertpapiere können gehandelt werden?
Mit insgesamt ca. 7000 handelbaren Aktien deckt Trade Republic mehr als 90% der von Anlegern in Deutschland gehandelten deutschen und internationalen Aktien ab. Smart Broker bietet dir neben den elektronischen Handelsplätzen Getex und L&S Exchange alle weiteren deutschen sowie die wichtigen internationalen Börsen. So hast du hier noch deutlich mehr Möglichkeiten, was die Auswahl angeht, und kannst auch exotischere ausländische Wertpapiere handeln. Bei den ETFs ist es dann umgekehrt. Hier bietet dir Trade Republic mit aktuell rund 1500 ETFs von iShares bei BlackRock, WisdomTree, DWS, Amundi und Luxor das deutlich größere Angebot. Bei Smart Broker kannst du durch die vielen Handelsplätze jeden in Deutschland zugelassenen ETF aller Anbieter handeln. Bei den Sparplänen wird das Angebot dann mit vergleichsweise wenigen 630 ETF aber recht stark eingeschränkt. Derivate wie Optionsscheine, Zertifikate und Knockout-Produkte sind bei beiden Anbietern handelbar. Bei Trade Republic sind derzeit nur die Produkte von HSBC, Citi sowie Société Générale verfügbar. Bei Smart Broker ist die Auswahl von Morgan Stanley, Vontobel, HSBC und UBS unter den kostenlosen sowie 11 weiteren kostenpflichtigen deutlich größer. Außerdem kannst du mit Smart Broker auch echtes Gold kaufen und dabei Barrengrößen zwischen 20 Gramm und 1 Kilogramm wählen. Die Lagerung erfolgt bei UBS in der Schweiz. Beim Kauf fallen 0,5% Gebühren bei mindestens 20 Euro an. Der Verkauf kostet ebenfalls 0,5%, allerdings ohne einen Mindestbetrag. Die Lagerung kostet jährlich 0,285% zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Kryptowährungen. Nachdem Trade Republic sein Kryptoangebot im März 2022 auf 28 Währungen erhöht hat, wurde im Mai noch einmal nachgelegt. So kannst du jetzt 51 Kryptowährungen bei Trade Republic handeln. Mit dabei sind Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, EOS, Stellar und viele weitere. Wie bei den Wertpapieren fällt auch hier eine pauschale Gebühr von 1 Euro an. Die Verwahrung erfolgt kostenlos in einem Cold Wallet bei der BitGo Deutschland GmbH. Bei Smart Broker ist kein direktes Investment in Kryptowährungen möglich. Hier kannst du ausschließlich ETPs kaufen, deren Basiswert eine oder mehrere Kryptowährungen sind. Die Sparpläne im Vergleich. Bei den ETF-Sparplänen bietet Trade Republic deutlich mehr Auswahl als Smart Broker. Alle verfügbaren 1500 ETFs der Anbieter Amundi, Luxor, iShare, WisdomTree und Xtrackers können kostenlos bespart werden. Außerdem stehen dir 2500 Aktien für kostenlose Sparpläne zur Verfügung. Alle 51 verfügbaren Kryptowährungen können ebenfalls im Sparplan bespart werden. Die Mindestsparrate für die Sparpläne liegt bei nur 10 Euro und eignet sich damit auch für Sparer mit geringem Budget. Bei der Ausführung der Sparraten bietet dir Trade Republic viel Flexibilität. Hier kannst du ein zweiwöchiges, monatliches oder vierteljährliches Ausführungsintervall einstellen. Smart Broker bietet dir 600 ETFs der Anbieter Amundi, iShares, Luxor, Comstage, DWS, Vanguard, SPDR, UBS, HSBC, Invesco und Deka. Kostenlos besparbar sind jedoch nur 270 ETFs der Anbieter Amundi, DWS und Luxor. Außerdem stehen die 101 Aktien für Sparpläne zur Verfügung, allerdings nicht kostenlos, sondern gegen eine Gebühr von 0,2% bei mindestens 80 Cent je Ausführung. Die Mindestsparrate liegt bei 25 Euro für ETFs und bei 125 Euro für Aktien. Bei Smart Broker ist eine monatliche, zweimonatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Ausführung möglich. Zugriff auf dein Depot. Bei Trade Republic kannst du auf dein Depot sowohl per App als auch per Webzugang am Desktop oder Laptop zugreifen. Bei Smart Broker gibt es derzeit nur den Zugang über einen Browser. Eine App für Aufträge wird aktuell noch nicht angeboten. Du kannst aber den Browser deines Smartphones oder Tablets dafür benutzen. Zum Einsehen deiner Positionen und Orderliste bei Smart Broker kannst du außerdem die App DAB B2B Endkunden benutzen. Ordereingaben sind hier allerdings nicht möglich. Was noch wichtig ist: Trade Republic arbeitet für das Verrechnungskonto mit der Solaris Bank, der Deutschen Bank und der Citibank Europe zusammen. Einlagen sind bis zu 100.000 Euro je Konto abgesichert. Die Wertpapiere werden bei der HSBC gelagert. Smart Broker arbeitet mit der DAB BNP Paribas mit Sitz in München zusammen. Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind auch hier über die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro je Kunde abgesichert. Außerdem ist die DAB BNP Paribas freiwilliges Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. Damit sind Einlagen zusätzlich bis zu 90 Millionen Euro je Kunde geschützt. Wie immer gilt auch hier: Deine Wertpapierbestände sind Sondervermögen. Im Falle einer Insolvenz des Brokers sind sie nicht betroffen, sondern können ganz einfach auf ein anderes Depot übertragen werden. Da beide Unternehmen ihren Sitz in Deutschland haben, erhältst du automatisch eine Jahressteuerbescheinigung und die Abgeltungssteuer wird abgeführt.
Anders als bei ausländischen Anbietern brauchst du dich nicht selbst um die Zahlung der Steuer kümmern. Trade Republic oder Smart Broker. Welcher Broker ist besser? Die Konditionen der beiden Broker sind sehr interessant. Ob das Depot von Trade Republic oder das von Smart Broker besser ist, hängt von deinem persönlichen Anlageverhalten ab. Wenn dein Fokus darauf liegt, hauptsächlich per Sparplan in ETFs und Aktien zu investieren, dann bietet Trade Republic das interessantere Depot. Hier stehen dir 1500 kostenlos besparbare ETFs und 2500 kostenlos besparbare Aktien zur Auswahl. Bei Smart Broker sind es nur 280 kostenlos besparbare ETFs und das Besparen von Aktien kostet immer 0,4% bei mindestens 80 Cent je Ausführung. Im Bereich der Aktiensparpläne ist das Angebot mit nur 101 Aktien bei Smart Broker zudem sehr eingeschränkt. Auch wenn du einen bequemen Einstieg in die Welt der Kryptowährungen suchst, kann das Angebot von Trade Republic interessant sein. Die Kosten dafür sind zwar aufgrund des Spreads nicht besonders günstig, aber du brauchst dich nicht um technische Dinge wie ein Wallet kümmern. Beim Handel von Wertpapieren bietet dir Trade Republic ein solides Angebot. Mehr als 90% aller in Deutschland wichtigen nationalen und internationalen Aktien kannst du hier handeln. Wenn dir der Handel von Wertpapieren wichtiger ist als das automatische Besparen von Sparplänen, dann ist Smart Broker die bessere Wahl. Hier solltest du zwar generell die 500 € Mindestorderhöhe einhalten, um von den 0 € Orderkosten zu profitieren, kannst aber, wenn deine Wunschaktie auf den elektronischen Handelsplätzen nicht verfügbar sein sollte, auf die verschiedensten anderen Börsenplätze ausweichen. Wenn du sowohl ETF-Sparpläne besparen, in Kryptowährungen investieren und auch exotischere Wertpapiere handeln möchtest, kannst du natürlich auch beide Depots eröffnen und so jeweils deren Stärken nutzen. Schließlich ist die Depotführung ja kostenlos. Links zu beiden Angeboten findest du unter dem Video. Hast du noch Fragen zu den Depots? Dann schreib uns gern in den Kommentaren. Wir beantworten sie sehr gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.